Hallo. Hallo. Servus. Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben hier bei den Q&As sehr viele Fragen bekommen und eine Art von Fragen haben wir noch nicht beantwortet, und zwar: Was arbeiten wir eigentlich? Wie können wir uns das alles leisten? Und kann man mit YouTube Geld verdienen, beziehungsweise wie? Das wollen wir eben in dem heutigen Video beantworten. Mit der Titelfrage: Wie finanzieren wir das alles? Also wie wir die letzte Reise eben finanziert haben, grundsätzlich eben durch Erspartes, das haben wir schon in anderen Videos behandelt. Und wie finanzieren wir die weitere Reise? Wie finanzieren wir halt jetzt gerade unser Leben? Das ist recht einfach, wir sind YouTuber. Also generell kann man über YouTube eben über 5 Arten Geld verdienen. Das ist YouTube-Werbung, dann irgendein Merch-Shop mit Sachen wie T-Shirts, Tassen oder irgendwas. Dann über Affiliate-Links zu Amazon oder anderen Internetseiten. Dann PayPal mit einmaligen Spenden und das allerbeste für uns, Patreon. Wir gehen das jetzt der Reihe nach durch. YouTube-Werbung funktioniert so, dass wir entscheiden können, dass vor unseren Videos Werbeanzeigen eingeblendet werden. Für was geworben wird, können wir nicht entscheiden und wir haben auch keinen Einfluss darauf. Also wir können es einerseits entscheiden und andererseits ist es aber auch noch so von der Musik abhängig. Wenn wir Musik verwenden, die von jemand anderen schon monetarisiert wurde, dann ist es so, dass die Werbeanzeigen, die vor unserem Video laufen, für den Musiker die Einnahmen sind. Manche Musiker sind so nett, dass sie die Einnahmen teilen mit uns, und manche Musiker sind so nett, dass wir sogar die ganzen Einnahmen bekommen, weil die Musik eben lizenzfrei ist. Das hat nicht mit persönlicher Nettigkeit der Musiker zu uns zu tun, sondern es legt einfach der Musiker fest und fertig. Und wenn jetzt eben Anzeigen vor unseren Videos eingeblendet werden und jemand die tatsächlich sieht, auch wenn er sie überspringt, aber man sieht sie zum Beispiel nicht, wenn man einen Adblocker installiert hat, dann bekommen wir einfach einen geringen Prozentsatz, wie viel diese Werbung quasi wert ist. Und durchschnittlich haben unsere Videos zwischen 6.000 und 12.000 Aufrufen normalerweise. Das bringt uns zwischen 10 und $20, also zwischen 8 und 16 Euro circa pro Video nur an geschauten Werbeanzeigen. Und das ist jetzt eben bei uns kleinen YouTubern schon eine Summe, die irgendwie schwer greifbar ist, weil es einfach die Leute schauen Werbung und dafür bekommen wir 15 Euro. Bei großen YouTubern eben, die wirklich viele Klicks haben, da ist das schon wirklich ein großer Brocken. Bei uns ist es eben noch eher ein kleiner Anteil. Dann das zweite wären zum Beispiel so Fanartikel-Shops mit T-Shirts, mit Logos drauf, Tassen, Kalender und sowas. Wir können einfach nicht so schöne Logos erstellen und insofern bleibt uns diese Welt eher verschlossen. Wir sind noch nicht so professionell. Der dritte Punkt wäre Affiliate-Links. Also das sind Links zum Beispiel zu Amazon, aber auch zum Beispiel zu TigerExpert, wo, wenn ihr über den Link klickt, dann merkt die Webseite, okay, ihr kommt von Defender Around Europe, ihr müsst dadurch dann nicht mehr zahlen, wenn ihr das bestellt. Und wenn man dann innerhalb von 24 Stunden, oder das ist je nach Seite verschieden, ein Produkt kauft, dann gehen halt ein paar Prozente, also 2 bis 5 circa, an die Person, wo man den Link verwendet hat. Dann eben PayPal. Bei PayPal ist es am leichtesten, wenn man einfach auf unsere Kanalseite geht, dann klickt man auf dieses kleine Zeichen mit dem blauen P und dann kommt man gleich zu unserer Seite, kann den Betrag wählen, mit dem man uns unterstützen möchte, und das ist dann gleich bei uns. Also sehr unkompliziert, wenn man ein PayPal-Konto hat, und da bekommen wir so zwischen 5 und 20 Euro, manchmal auch eindeutig mehr. Das freut uns dann besonders, aber das ist halt sehr schwer planbar. Wir wissen nie, wie viel wir da bekommen werden, aber es sind so zwischen 150 und 300 Euro im Monat. Ja, und dann gibt es eben noch unser heißgeliebtes Patreon. Und das ist wie Crowdfunding für bestimmte, für Künstler, kann man sagen. Für Leute, die was im Internet machen. Ja, genau. Also sei es Musik, Bilder, Comics, verschiedenste Leute, die man unterstützen kann, zum Beispiel auch uns. Und es funktioniert bei uns so, dass man uns pro Video mit einem bestimmten Betrag unterstützen kann. Es fängt an bei $1 pro Video. Das sind ca. 7 Euro im Monat. Und es zielt aber eher auf eine langfristige Unterstützung ab. Also es ist nicht so, dass wenn man uns mit 5 Euro unterstützen möchte, dass man einfach 5 Wochen Patreon ist und dann nicht mehr. Sondern es ist schon die Idee, dass man den Leuten einfach einen Mehrwert auch gibt und dass das quasi eine Gruppe Leute ist von den, ich sage jetzt mal, Hardcore-Unterstützern, würde ich jetzt mal sagen. Und als Mehrwert wollen wir euch einfach nicht irgendetwas Materielles bieten, sondern es ist einfach für die Leute, die uns auf diesem Weg unterstützen, die haben eben die Möglichkeit, uns persönlicher und näher zu folgen als normalerweise. Ja, weil wir halt einfach aktuelle Fotos posten und halt so sagen, was gerade die Sache ist bei uns. Genau. Was wir gerade so vorhaben. Man ist einfach noch näher dran an dem, was passiert. Und wenn wir unterwegs sind, dann posten wir jeden Tag ein Foto, was gerade so passiert. Wirklich ganz aktuell, das heißt, ihr seht, okay, sie sind jetzt gerade da, jetzt gerade sitzen sie an der Tankstelle und schneiden das Video zum Beispiel. Also ein bisschen so, was auch hinter den Szenen ist. Also man sieht mehr über das Video schneiden, man sieht mehr, wie wir die Kamera positionieren und sowas. Manchmal sind es auch 2, 3 Bilder am Tag, je nachdem. So
wir verwenden es ein bisschen so, wie wenn wir in einem Urlaub Bilder an Familie und Freunde schicken. So, hey, das passiert gerade. Und eben nicht so, normalerweise sind die Videos immer so 2 Wochen hinterher. Und das ist eben auf Patreon nicht so. Und es gibt eben auch viel Hintergrundinformationen, zum Beispiel eben ganz aktuell haben wir uns jetzt eben entschieden, die Seidenstraße mehr oder weniger zu fahren. Das haben wir auch eben geteilt. Gestern haben wir uns zum Beispiel informiert, wie der Visumprozess für China abläuft und so. Man ist halt einfach schön persönlich nah dran und das ist quasi unser Mehrwert, den wir euch als Patreons bieten. Es ist aber jetzt eben nicht so, dass ich finde, dass das jetzt wirklich 8 Euro im Monat wert ist, sondern es geht schon um die Unterstützung. Ja, ich glaube, es ist halt so, dass man sich einfach über jedes Video freut, das kommt und sagt, okay, das ist mir $1 wert, dass ich die 2 unterstütze, dass sie das weitermachen. Und andererseits haben wir auch gesagt, also sobald wir quasi den Break-Even gerade so erreichen, dass wir eben über all diese verschiedenen Einnahmekanäle die Einnahmen erreichen, die wir gerade ausgeben, dann machen wir das so lange, bis es einfach nicht mehr funktioniert. Also normalerweise hätten wir halt so und so viel Geld zur Verfügung gehabt und wären so lange gereist und dann wäre es aus gewesen und wir hätten quasi ein normales Leben angefangen. Also ich finde, Cambridge Du haben das in einer E-Mail mit uns schön genannt, eben, dass es einfach Reiseverlängerungsmaßnahmen sind. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Also das betrifft auch ziemlich auf den Punkt. Und wir haben uns halt überlegt, ob wir jetzt die nächste Reise auch filmen möchten, weil es ist halt wirklich viel Aufwand, immer zu filmen, immer auszusteigen, die Fender fährt vorbei und so weiter. Und dann auch das Ganze zu schneiden. Also es nimmt halt wirklich 2 Tage die Woche in Anspruch und wir haben uns gedacht, okay, können wir vielleicht die Reise noch besser erleben, wenn wir das einfach nicht machen. Und es ist eben nicht nur 2 Tage die Woche so dahingesagt, sondern einfach, wir waren jetzt die letzten 52 Wochen unterwegs und halt davon 2 Tage mal 52 sind 100 Tage und halt von den 52 Wochen sind es halt 100 Tage, die dafür weniger... Genau, die wir einfach nur verwendet haben, um YouTube zu machen. Genau, und ich meine, es ist schon so, dass wenn ich jetzt auf den Lofoten bin und im Auto sitze, ein Video schneide und rausschaue und ich sehe extrem schöne Landschaft. Natürlich. Das ist natürlich schon was anderes, als eben nicht zu reisen. Aber es nimmt schon Reisezeit weg, wo man sonst wandern kann. Genau, wir haben uns einfach gedacht, vielleicht würden wir es noch intensiver leben, wenn wir nicht filmen würden. Und da ist dann aber schon schön zu wissen, dass es halt Leute gibt, die einen unterstützen, die möchten, dass man das weitermacht und die einem halt auch was dafür geben. Und auch so Danke sagen und so sagen, okay, wir wollen, dass ihr das weitermacht und wir freuen uns über jedes Video und wir finden es toll, dass ihr so viel Aufwand reinsteckt. Ja. Und das ist sowohl schön, wenn man das eben als Kommentar hinterlässt. Also für mich ist es halt so, das geht jetzt nicht irgendwie an 25-jährige Studenten, die das super finden, was wir machen und selber mit 700 Euro auskommen müssen, sondern halt einfach Leute, die mitten im Leben stehen, ein gutes Gehalt haben, 20 Euro im Monat davon jetzt nicht die Welt wären, ja. Und viele zum Beispiel haben keinen Fernseher mehr oder gehen dafür einmal weniger ins Kino. Ja. Und das ist halt, so als Ausgleich, finde ich, darauf zielt das ab. Ja. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Patreon werden wollt, könnt ihr euch aussuchen, eben, es fängt bei $1 pro Video an. Und dieses $1 pro Video ist aber so, dass wir entscheiden können, für welche Videos, die wir hochladen, wir das auch nehmen. Und für was nicht. Also wenn wir nur ein kurzes Update machen. Ja, und jetzt im Moment ist halt auch so, wir nehmen es nur für die DAEs und nicht für Q&A und all dieses Video, zum Beispiel das da. Genau. Natürlich nicht, also nur wirklich für die Reisevideos. Ja, im normalen Reiserhythmus sind das dann 8 Videos pro Monat, was dann ungefähr eben die 7 Euro pro Monat wären. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Monat keine Videos machen, dann wird auch nichts abgebucht. Und ja, wir können trotzdem weiter Bilder posten. Die Leute, die sich für Patreon eingeschrieben haben, quasi, können trotzdem unsere Bilder sehen, die wir posten, vielleicht eben von der Reisevorbereitung oder sowas und müssen halt dafür nichts bezahlen. Und das funktioniert eben so. Es gibt eben $1, $3, $5, $10 und für Millionäre $25 pro Video. Und bei $1 ist zum Beispiel, bekommt man einfach nur den Zugang zu unserer Patreon-Seite und bei $3 bekommt man den Zugang plus eine Ansichtskarte persönlich von uns geschrieben im Monat und bei $5 bekommt man einfach ein Souvenir von uns. Das haben bis jetzt 2 Personen in Anspruch genommen, die haben auch schon schöne Souvenirs erhalten, glaube ich, haben sich auch sehr darüber gefreut. Und natürlich sind wir uns bewusst, dass eben $5 pro Video ist schon eine Summe und unser Ziel ist eben, diese Patreon-Gemeinschaft wachsen zu lassen und da reicht einfach schon $1 pro Video. Und es geht wirklich eher uns darum, mehr Patrons zu haben, weil auch $1 pro Video ist schon viel Geld. Ja. Und insofern $1 quasi reicht schon. Okay, und wenn ich mich jetzt eben für einen Betrag entschieden habe, dann kann ich hier draufklicken, zum Beispiel jetzt $1 pro Video. Dann mache ich mir hier ein Benutzerkonto
dann ist es bereits vorausgefüllt für die Summe, für die man sich entschieden hat. Und zur Sicherheit könnte man sich hier eben noch ein Limit setzen, dass man maximal 8 Videos pro Monat bezahlen möchte. Damit verhindert man, dass wir am Ende des Monats 1000 Videos hochladen und Infinite Money kreieren. Und dadurch, dass es in der EU eben eine Steuer gibt auf alle Dienstleistungen, die auch im Internet sind, bezahlt man dann den $1 plus die Steuer drauf, also in Österreich zum Beispiel 20%. Das heißt, man hat dann $1,20 pro Video. Dafür sind die Einnahmen von uns eben bereits versteuert. Darüber. Genau. Und dann gibt man eben seine Kartennummer an oder zahlt über PayPal. Und dann die Abrechnung, das ist eben auch noch ganz wichtig, kommt immer am Ende des Monats. Und dann eben alle DAEs, die wir in dem Monat veröffentlicht haben, werden eben zusammengezählt und dann eben $1 pro Video sind dann zum Beispiel 8 in einem normalen Monat. Und dann werden am Ende des Monats eben 8 plus die Steuer von der Kreditkarte abgebucht. Ja, und damit ihr da eben auch ein bisschen reinschnuppern könnt, haben wir alle unsere Posts, die wir in den letzten 2 Wochen gemacht haben, jetzt öffentlich gestellt. Das heißt, ihr könnt da jetzt mal durchscrollen, könnt euch mal einen Eindruck bekommen, wie das so wäre. Von Patreon gibt es eben auch noch eine mobile App. Da werden einfach die Fotos dann angezeigt, so nach der Reihe, was wir gerade so aktuell eben hochgeladen haben. Und man kann das kommentieren, mit Gefällt mir markieren oder sowas. Und ja, das finde ich einfach eine schöne Idee, dass man quasi sich einmal dort anmeldet, seine Kreditkartendaten bei dem Unternehmen, eben nicht bei uns hinterlegt, das dann eben monatlich einmal abgebucht wird in der Summe und man eben dann jeden Tag in der Früh kann man dann in die Patreon-App schauen und schauen, was in unserem Leben gerade so brandaktuell alles abgeht. Und das Ziel haben wir uns jetzt eben 100 Patreons gesetzt und dann haben wir halt einen ziemlich besonderen Plan oder eine tolle Idee, falls uns jemand mal begleiten möchte auf einer unserer Reise, ohne eigenem Fahrzeug, bei uns im Defender. Ja. Schauen wir mal, ob das was wird. Ja, gut. Dann wünschen wir allen Patreons und noch nicht Patreons und niemals Patreons einen schönen Tag. Nachmittag, Abend. Bis am Samstag. Bis am Samstag, 16:30 Uhr. Servus und Baba. Gearbeitet, immer bei den Eltern gewohnt.